Im heutigen Video lernst du 3 richtig fiese Punkte, so dass dein Gegner gar keinen Bock mehr hat, seine Arme zu weiteren Angriffen zu benutzen. Wir zeigen dir dazu, wie du die Punkte in einer schönen Kombination lernen kannst und auch anwendest. Ich bin Robert von Blue Dragon, schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim nachfolgenden Video. Willkommen zurück zum Video. Heute 3 Punkte, die richtig fies sind und die als Wirkung quasi bewirken, dass der Gegner überhaupt keinen Bock mehr hat, seine Arme zu benutzen. Was passiert ist nämlich eins: Wir wollen uns wieder durch das Treffen der Arme genug Zeit verschaffen, dass er zum einen keinen weiteren Angriff mehr macht und wir also genug Zeit haben, um den finalen K.O. zu setzen. Fangen wir gleich an mit Punkt 1. Punkt 1 ist am Unterarm, nämlich ganz genau mittig am Unterarm. Wird liebevoll Herz 3,5 genannt oder als Sonderpunkt dann MOE 28. So, den ersten Punkt, MOE 28, den findest du, wenn du am Handgelenk und am Ellbogengelenk genau die halbe Strecke nimmst. Dann befindet sich der Punkt, wenn die Hand quasi vertikal nach unten hängt, im unteren Bereich. Das heißt also, wenn du von unten gegenschlägst, kommst du wunderbar an den Punkt ran. Wie aktiviere ich den? In einer leichten Aufwärtsbewegung. Kann man aus zum Beispiel Oh-Shit-Reaktion sehen. Das heißt also, wenn man ganz normal aufrecht steht und man ist jetzt also in einer Situation, wo der Gegner so weit ist und angreifen will, wäre die einfache Situation, ich gehe nach oben und will mich zum Beispiel schützen. In der Bewegung habe ich also die Möglichkeit, hier den Punkt mitzunehmen. Eine Möglichkeit, wenn ihr eine Kampfhaltung habt, also ihr seid schon quasi, wie wir im Jeet Kune Do sagen, on guard, ist die Möglichkeit hier zu sagen, ich gehe also hier so rein. Kann also eine wunderbar minimale Bewegung machen, die aber sehr effektiv ist. Der zweite Punkt, den wir haben, ist der Punkt im oberen Bereich, nämlich genau hier, nennt sich Lunge 5. Den zweiten Punkt, Lunge 5, den findest du ungefähr 2 Finger entfernt aus der Ellenbeuge an der Oberseite des Unterarms. Da ist Lunge 5. Und den kann ich aus dieser Bewegung heraus beispielsweise mit einem Backfist ganz toll aktivieren. Das heißt also, wenn er zum Beispiel einen geraden Angriff macht und ich gehe so ein bisschen dabei raus, habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich komme hier auf den Punkt. Und der dritte Punkt, den wir für euch haben, heute mal im super schnellen Tempo, ist der Punkt mittig auf dem Bizeps, nennt sich NOE 9. Und den dritten Punkt, NOE 9, den findest du, wenn du von der Ellenbeuge zur Schulterbeuge hin die halbe Strecke nimmst. Mittig auf dem Bizeps ist der Punkt NOE 9. Und genau für den Schwingerangriff ist der Punkt auch gedacht. Das heißt also, ich gehe hier locker mit der geraden Faust dagegen. Okay? Gerade wirklich sehr moderat gezeigt, auch für Markus, denn seine Arme werden nachher gleich wirklich einmal zerstört für euch, damit ihr seht, wie es aussieht. Aber erstmal für eine schöne Kombination, wie ihr das also üben könnt, ist ja mein Angreifer, der macht jetzt nicht nur einen Angriff, sondern der macht mehrere. Als Beispiel ein Jab, ein Cross und ein Schwinger. Das kann dann also so aussehen: Er greift mich das erste Mal an, ich bin hier dran, komme hier das zweite Mal dagegen und komme als letztes auf den geschwungenen Angriff. Habe also die Möglichkeit hier mit einer Hand alles zu erledigen, was zu erledigen ist, und habe dann also die zweite Hand gleich noch frei, weil der Weg ist dann frei, um beispielsweise den K.O.-Schlag zu setzen. Das könnt ihr also auf beiden Seiten üben. Heißt also, gerade hat er ja mit rechts angefangen, wenn er mit links anfängt, genau dasselbe Spielchen. Ich gehe hier rein, ich gehe hier rein und ich gehe hier rein. Und ja, viel Bock hat er nicht mehr. Die Arme sind gleich unten und eine Dreierkombination ist ja eigentlich auch die gängigste Kombination, die man so bei Kämpfen sieht. Ja? Kann also hier schön meine Deckung dicht halten durch minimale Bewegungen und mich danach voll auf den Angriff konzentrieren. Gut, wie sieht das Ganze jetzt in der Anwendung aus? Und zwar, er greift mich also an, ich bin hier. Okay, ihr seht, der letzte ist wirklich heftig, aber da ist nicht mehr viel, worauf der Gegner dann Bock hat. Deswegen macht es wirklich langsam, seid respektvoll miteinander. Wenn ihr dann soweit seid und ihr habt die Punkte rausgefunden, dann gebt ruhig auch einmal Gas, damit ihr auch wirklich wisst, wie sich die ganze Geschichte anfühlt. Und ja, Markus, wieder großes Dankeschön an dich. Ich hoffe, dass euch die Informationen des heutigen Videos wieder gefallen haben. Wir haben heute mal
ein bisschen Gas gegeben. Denn ja, ihr wollt ja was lernen und nicht nur unseren Quatsch hören, in Anführungszeichen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt Markus und mir ein Like für das Video und schreibt uns doch mal drunter, was ihr so für tolle Anwendungsmöglichkeiten für Druckpunkte habt oder integriert ihr die überhaupt in euer Training? Findet ihr das sinnvoll, was wir gerade gezeigt haben? Das würde uns mal interessieren. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch empfehlen, das zu machen, denn dann bekommt ihr immer eine Nachricht von uns, sobald wir ein neues Video hochgeladen haben und ihr verpasst nichts mehr. Vielen Dank also fürs Zuschauen an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen Robert und Markus. Macht's gut.